Hey und willkommen zu diesem Video über meine 2 Tage in Taupo. Anfang Juni waren wir nämlich seit ein paar Wochen schon aus dem Lockdown draußen und das hieß, wir konnten endlich wieder ein bisschen durch Neuseeland reisen. Und die Hausmam von einer Freundin von mir war so nett und hat sie und mich für 2 Tage mit nach Taupo genommen. Und ja, wir hatten einfach die Chance, ein bisschen die actionreicheren Sachen Neuseelands auszuprobieren, endlich. Und natürlich auch die krasse Landschaft in Taupo zu sehen. An unserem ersten Tag hatten wir super viel Glück mit dem Wetter und deshalb sind wir einfach Skydiven gegangen. Und bevor es dann in die Luft ging, hatten wir erstmal noch eine Hot Chocolate, auch da auf dem Gelände vom Flugplatz. Und dann sind wir eben in die Halle gegangen und haben die Einweisung bekommen und unsere Leute kennengelernt, mit denen wir dann gesprungen sind und die Sachen angezogen. Und dann ging es auch schon los. I'm just gonna stand fucking here for this. Yeah. Wir sind dann einfach aus 3 Kilometer in der Höhe gesprungen. Und sogar die Freundin von ihrer Hostmom ist mit uns gesprungen. Und das war unglaublich. Und was man vielleicht nicht denkt, der Adrenalinkick war vor allen Dingen, als man aus dem Flugzeug rausgeflogen ist. Und danach habe ich einfach die Landschaft genossen und das Freisein. Und danach war mein Tag einfach schon perfekt. Aber weil wir natürlich noch genug Zeit hatten, haben wir noch ein bisschen Sightseeing gemacht und sind in die Innenstadt gefahren, ein bisschen rumgelaufen, auch am See und haben uns einen richtig nicen Burger in einem Diner da geholt. Gonna get on the bike too? Nein. Abends sind wir dann so für ein bisschen Entspannung zu den Maira Cay Terraces gegangen. Und das sind natürliche Hot Pools, die eben, wie der Name schon sagt, in so Terrassenstufen angeordnet sind. Und das war so cool.
Take right there. Here. Area of boiling water. Der zweite Tag ging dann aber genauso actionreich wieder weiter. Wir sind nämlich gleich anfangs zum Taupo Bungee gefahren. Das Wetter war zwar nicht ganz so nice, also es hat geregnet, aber der Bungee-Sprung war so krass. Ich lieb's einfach und ich liebe den Adrenalinkick. Und auch wenn man das nicht denkt, der war sogar besser als der vom Skydiving, weil man wirklich einfach nur runterfliegt. Der Angestellte hat da runtergezählt von 3, 2, 1 und dann bin ich wirklich gesprungen und habe mich so gefühlt, als ob ich gerade einfach nur in die Tiefe stürzen würde. Aber es ist wirklich so cool. Dann haben wir uns aber auch leider schon wieder auf den Rückweg gemacht und sind natürlich an den Hooker Falls vorbeigekommen. Das ist nämlich eine der Hauptsehenswürdigkeiten in Taupo. Und ihr seht es ja selber, aber das Wasser war so krass blau und einfach wunderschön. Auf dem Weg zurück nach Whakatane sind wir dann auch an Waiotapu vorbeigekommen. Der Park hatte leider zu, aber auch in der Nähe gibt es da kleine Mudpools und man konnte auch den Lady Knox Geysir anschauen. Ganz zum Schluss waren wir dann nochmal in Hot Pools und zwar im Waikite Valley, aber da habe ich leider keine Aufnahmen davon. Wenn ihr aber Bilder sehen wollt, könnt ihr gerne mal auf meinem Instagram vorbeischauen. Das war's dann mit dem Video und ich bin so dankbar, dass ich einfach die Möglichkeit hatte, nach Taupo zu gehen und so tolle Tage da verbracht habe. Ansonsten vielen Dank, dass ihr bis hierhin dran geblieben seid. Und was ich an der Stelle noch erwähnen wollte, ist, dass ich mich so krass freue, dass viele von euch mir auf Instagram geschrieben haben. Und ja, ich bin ja sehr kleine YouTuberin und ich finde es so krass zu sehen, dass Leute meine Videos auch wirklich hilfreich finden und inspirierend. Und ja, vielen Dank an euch und bis zum nächsten Mal.